Ja, ich bin der Ernst Silbermeier. Ich bin 62 Jahre und bin 1979 aus Oberösterreich nach Wien gekommen und habe dann hier mein Coming-out gehabt und bin halt so, weil ich ein neugieriger junger Mann war und die Welt entdecken wollte und mich entdecken wollte, habe ich halt so geschaut, was die Stadt so zu bieten hat. Und so bin ich in die LGBTQ-Community gekommen und habe, glaube ich, auch an relativ vielen Projekten, Community-Projekten mitgewirkt. Teilweise war ich dabei einfach, manches habe ich auch gegründet. Ja, zu dem Thema HIV und AIDS bin ich logischerweise gekommen als schwuler Mann, der in seinen 20er Jahren, also das war ja Mitte der 80er Jahre, wie das so losgegangen ist, zweite Hälfte der 80er Jahre, habe ich das einfach mitgekriegt. Ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wie das noch nicht so hieß. Es hieß HTLV, hieß es mal, und auch der Name AIDS hat am Anfang nannte man das Grids, und all das kann ich mich noch erinnern. Und dazu gekommen bin ich natürlich, weil Freunde, weil meine Altersgruppe damals wahrscheinlich die Gruppe war, die am meisten davon auch betroffen waren. Das waren halt sexuell aktive junge Menschen, die entsprechend auch gelebt haben. Und ich habe dann auch beruflich einige Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Ja, das war einfach auch eine Entscheidung. Ich wollte natürlich als junger Psychologe in einem Bereich arbeiten, wo ich auch Sinn darin gesehen habe. Nicht? Und das war natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ich möchte aber gleich dazu sagen, ich glaube, ich habe das so schwerpunktmäßig 5 Jahre gemacht, es war mir dann auch ein bisschen zu viel. Auch beruflich mit einem Thema zu arbeiten, wo es nach der Arbeit nicht aufhört, sozusagen, dann sich damit auch befasst zu sein, betroffen zu sein, und habe dann Mitte der 90er Jahre genau habe ich dann beruflich diesen Arbeitsbereich auch wieder verlassen, was für mich gut war. Und ich merke aber jetzt auch, wenn ich so zurückdenke an diese Zeit, gibt es ein paar so Dinge, dass das sehr, sehr ambivalent ist, diese Zeit. Also einerseits gibt es aus dieser Zeit wirklich noch Freundschaften, muss ich sagen. Also die Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, da sind wirklich lebenslange Freundschaften auch übrig geblieben. Oder auch wenn es nicht Freundschaften waren, wenn man sich trifft, kürzlich mal bei irgendeiner Lesung zum Beispiel, man spürt so, nicht, wenn man diese Jahre miteinander irgendwie verbracht hat, schon irgendwie eine Verbundenheit oder eine Zugehörigkeit. Es war sehr intensiv auch, nicht nur weil es der erste Job war, weil es auch ein Thema war, dass das sehr nahe ging in vielen Bereichen. Ja. Aber es ist so ein bisschen eine Ambivalenz übrig geblieben. Ich denke manchmal nicht gern zurück an die Zeit, muss ich sagen. Es war ja auch eine Zeit, wo viele meiner Freunde gestorben sind in jungen Jahren. Es war eine Zeit, wo man mehrmals im Monat, manchmal mehrmals in der Woche auf Begräbnisse ging. Eigentlich, nicht, wenn ich jetzt denke, mit Mitte 20 bis Mitte 30 so ungefähr, das Nachrechnen, es ging so bis Mitte der 90er Jahre, ist ja kein Alter eigentlich, wo man sich so viel mit Loslassen und Verabschiedung eigentlich beschäftigen möchte, soll. Ja, und da merke ich schon, dass irgendwie sitzt mir das schon noch in den Knochen, muss ich sagen. Ja. Was natürlich schon auch im Nachblick sehr beeindruckend war, ist, was damals auch auf die Füße gestellt werden konnte. Da haben sich Leute zusammengefunden, ich sage mal so, die Gründung der AIDS-Hilfe, die es immer noch gibt. Da waren Leute dran, sind dran geblieben. Was dann schon war, dass in dieser AIDS-Hilfe, wo ich damals einige Jahre gearbeitet habe, sich auch Leute zusammengefunden haben. Es haben an der Beratungsstelle Lesben, Schwule, aber auch heterosexuelle Menschen gearbeitet. Da haben schon viele Menschen durch dieses Thema
zusammengefunden. Ja, also da waren dann ganz führend die erste Leiterin der Beratungsstelle war eine offen lesbische Frau. Ja, mit der bin ich immer noch sehr gut befreundet. Das Buddy-Projekt, das war etwas, das mir sehr, sehr lange sehr am Herzen gelegen ist. Das Buddy-Projekt, das war ein Projekt, wo wir nannten das emotionale Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Menschen mit HIV und AIDS. Und das ist zu einer Zeit eigentlich jetzt damals ins Leben gerufen worden, als HIV-Infektion und auch AIDS-Erkrankung eigentlich noch, man hat viel Angst davor gehabt. Das war, kann man sagen, sowas wie ein soziales Stigma. Ja? Und wir haben damals eben auch im Rahmen der AIDS-Hilfe damals dieses Buddy-Projekt entwickelt, gegründet, aufgezogen. Und das war eigentlich sehr schön, weil das ist man mit vielen, und viele Leute, die sozusagen dann auch sehr viel Engagement mitgebracht haben. Ja, haben das dann lange Zeit auch getragen. Das war ein bunter Haufen. Das waren Schwule, Lesben, das waren heterosexuelle, jüngere, ältere Menschen. Ja, ein sehr, sehr bunter, sehr, sehr netter, freundlicher Haufen von Menschen, die da das gemacht haben. Ich bin 1982 ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Damals war ich 21 noch, recht jung. Ich wusste schon, dass ich jung bin, aber ich habe es mir zugetraut. Ja, und es waren ein bisschen schwierige Lebensumstände. Die Mutter meiner Tochter, die konnte sich halt nicht kümmern. Und so bin ich in die Situation gekommen, als sehr, sehr junger Mann, alleinerzieher zu sein. Also für mich von meinem subjektiven Erleben war natürlich schon die Schwierigkeit, wie kriege ich denn das unter einen Hut? Ja, also ich habe keine anderen schwulen Väter gekannt und die Kinder sind ja auch überhaupt so in dieser jungen schwulen Szene, damals zumindest, jetzt wird es nicht anders sein, überhaupt nicht präsent. Also für mich war das so ein bisschen die Herausforderung, diese zwei Rollen, wo ich wusste, dass ich gebe keine auf, die irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Aber ich habe Glück gehabt. Ich habe dann im Alter von 5, da war sie circa 5 Jahre, da habe ich den Michael kennengelernt, der war Lehrer, der konnte mit Kindern gut umgehen. Mit dem war ich dann 29 Jahre zusammen und die haben eine wundervolle Beziehung gehabt, der Michael und die Lisa. Und da gibt es so Geschichten, die wir uns dann immer gerne erzählt haben. Also auch das erste Mal, wie er bei uns übernachtet hat und sie in der Früh, weil sie hat im Zimmer, wenn sie aufgewacht ist, irgendwann 5, 6, kam sie halt immer rein und wollte ins Bett, nicht? Und plötzlich war da wer. Und die ersten Worte waren, schau nicht so blöd. Es war natürlich schon eine andere Zeit, also vom Rechtlichen, es war ja damals, es gab überhaupt keine Absicherung auch für unsere Partnerschaft. Es war schon ein Thema auch für mich, nicht? Weil wenn mit mir was passiert wäre, der Michael, der eigentlich eine sehr nahe Bezugsperson für sie war, der war formal ein fremder Mann und hätte überhaupt keine Möglichkeit gegeben, das rechtlich abzusichern. Dann war im Hintergrund auch immer diese AIDS-Geschichte und ich habe dann auch eine Lebensversicherung abgeschlossen. Also für den Fall, dass mir was passiert, ich habe immer so die Vorstellung gehabt, ich muss sie über die Runden bringen, bis sie 18 ist. Ja. Und auch den Begriff Regenbogenfamilien gab es nicht. Der ist dann erst später aufgetaucht, irgendwann mal. Und ich habe mich dann auch auf die Suche begeben nach anderen Männern, die in einer ähnlichen Lage sind, also nach anderen schwulen Vätern, so Ende der 80er Jahre, so circa muss das gewesen sein, und bin da fündig geworden. Es gab in Deutschland, in Göttingen, ein Bildungshaus, das viele einschlägige Themen da bedient hat, und da gab es eben so jährliche schwule Vätertreffen, und da bin ich einfach mal hin, und ich bin dann öfter hin, weil ich da gut Anschluss gefunden habe an andere Väter. Das war auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr stärkend für mich hier. Und da sind auch lebenslange Freundschaften entstanden aus dieser Gruppe. Es hat mir schon auch Mut gemacht. Auch hier in Wien wir haben zwar ein paar Jährchen hier auch eine schwule Vätergruppe gehabt, die ist aber dann wieder, hat sich dann auch wieder aufgelöst, weil im Grunde habe ich mich in Wien mit diesem Thema schon eher so ein bisschen allein auf weiter Flur gesehen. Lange, lange Jahre. Und als dann diese
Familienbewegung kam, da war meine Tochter schon zu alt. Da habe ich dann nicht mehr wirklich irgendwie Anschluss gefunden und auch nicht Anschluss gebraucht. Wenn ich manchmal so junge Leute sehe, die dann auch so die Freiheiten, die sie sich nehmen, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben, auch diese ganzen Geschichten, wo sich so Geschlechtsidentitäten so ein bisschen auch aufweichen und sich die also für mich ist das oft das wie frischer Wind so, ja. Also ich finde das sehr erfrischend und schön und gleichzeitig merke ich natürlich, welche Gegenbewegung da auch, mit welcher Härte da teilweise auch gegen diese, ja, wie soll man es nennen, so Liberalität da auch aufgefahren wird, teilweise auch innerhalb der Szene. Das finde ich sehr bedenklich, muss ich sagen, dass die Härte, wie man da auch untereinander unter Umständen manchmal diskutiert und auslässt. Und da denke ich mir manchmal, die LGBTIQ-Szene ist nicht besser als der Rest der Gesellschaft, wie sie da miteinander umgehen, nicht? Und wie sie sich da auseinanderdividieren und auseinanderdividieren lassen. Ja, Botschaft. Ich finde es immer deppert, wenn alte weiße Männer jungen Menschen irgendwelche Botschaften geben. Aber es wäre schon schön, wenn man sich da nicht auseinanderdividieren lässt. Und wenn man vielleicht ein bisschen das Gemeinsame auch sieht, ne? diesen gemeinsamen, an einem Strang ziehen, damit die Liberalität nicht gefährdet ist. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist erkämpft, das ist nicht vom Himmel gefallen, das ist nicht Gott geschenkt oder was immer. Ja? Diese Freiheiten, die wir jetzt genießen können in unseren Bubbles, ja? Weil das muss man ja auch sagen, das ist ja nicht überall so, wie wir hier in Wien oder wo wir halt leben können. Das ist erkämpft. Und gemeinsam ist man stärker. Ja? Also das vielleicht doch eine Botschaft von einem alten Mann.